Im Winter 2025 gehen wir mit dem neuen PM-Truck zum Holzrücken hier im Bayerischen Wald in der Nähe der Stadt Regen. Genau vor 20 Jahren ist der erste PM-Truck vorgestellt worden. Der hatte damals wirklich das Holzrücken und die Kombination mit der Landwirtschaft im Blick. Und genau in so einen Einsatz gehen wir heute und das wollen wir euch zeigen. Forst Arena Themenabende, powered by Pfandzelt. Winterlicher Zauber im Bayerischen Wald. Mitten in der verschneiten Landschaft, nahe der Kreisstadt Regen, treffen wir uns mit Forstunternehmer Thomas Kopp. Als wir eintreffen, sind die Arbeiten bereits voll im Gange. Ja, wir haben heute in Langdorf herum. Wir haben hier einen geplanten Holzeinschlag mit Langholz, Fixlängen, Gipfel aussetzen und dann, wenn die Sachen alles erledigt haben, dann wir es wieder auffassen. Das ist ein großer Wunsch gewesen vom Grundstücksbesitzer. Wir haben zu dritt 2 Leute davon effektiv mit dem Motor so schneiden, also motormanuelle Fällungen machen, und ich bin derjenige oder der Glückliche, der den wunderschönen PM-Truck fahren darf und hinten noch Holzrucker darf, sollte, muss. Heute, wie gesagt, macht man Langholz, ist mit der Maschine ein Kinderspiel. Und wir machen das Langholz, sagen wir, zwischen 15 und 18 Meter lang, 40 cm Übermaß. Alles, was dann noch rausgeht vom Gipfelbereich, werden dann Fixlängen gemacht und werden auch zum Verkauf hergerichtet. Thomas ist noch relativ neu in diesem Geschäft. Erst vor 6 Jahren hat er sich als Forstunternehmer selbstständig gemacht. Die Idee dazu entstand ziemlich spontan. Wir haben, ich sage es offen und ehrlich, das hört sich vielleicht jetzt für alle ein bisschen blöd an, aber wir haben LS gespielt, ich und mein Spätzl damals noch. Und dann haben wir auf die glorreiche Idee gekommen, wir können eigentlich Holz haben. Und dann haben wir die Sache eigentlich in Angriff genommen. Dann haben wir eigentlich zuerst nur gesagt, wir tun wirklich nur schneiden für die Leute und rucken tut es irgendjemand anderen nachher. Ja, und dann ist doch einmal die Baustelle gekommen, ja, da hätten wir gerade 20 Kubikmeter zum Rucken. Ja, ich bin ausgestattet gewesen, ich habe einen Rückgewagen daheim gehabt, ich habe landwirtschaftliche Schlepper daheim gehabt. Ja, natürlich mache ich es mit, ist jetzt kein Problem. Und so ist das eigentlich dann auch mehr geworden, bis ich dann letztendlich wirklich gesagt habe, dann hat sich mein Kollege verabschiedet, der hat dann nicht mehr mehr. Und ich habe dann den Drang gehabt, ich probiere das jetzt einfach. Und dann haben wir immer lange spekuliert, was können wir für die Maschine von uns herin effektiv nutzen. Ich bin allein, viel im Wald unterwegs, dass ich sagen kann, ich kann die Maschine nutzen und ich habe alles dabei, was ich brauche. Kann ich mit einem Rückzug, geht es ja nicht, weil erstens der ist mir zu groß, zweitens einmal kann ich nicht so bestücken, so dass ich sagen kann, ich kann den zu 100% auslassen. Und mit der Maschine ist es halt einfach so, die habe ich und da fahre ich im Wald aus, ich habe alles dabei und ich kann die von der Früh bis auf Nacht so für mich selber nutzen. Seine Firma betreibt Thomas als One-Man-Show. Die beiden Holzfäller Florian und Michael unterstützen ihn als Subunternehmer. Ein perfekt eingespieltes Trio, das seit Jahren in dieser Konstellation zusammenarbeitet. Also unsere Arbeit schaut eigentlich so aus, die Holzfäller schneiden mir die ganzen Bäume im Gassenbereich rein, entweder von der Gasse weg oder zur Gasse zu. Also ich bin heute überwiegend zum Fällen da und zum Entasten und wieder auch dann zum Messen von den ganzen Baumlängen und die ganzen Durchmesser. Zu zweit werden wir fällen. Da gehabt Thomas den Drucker mit seinem PM-Truck, das Langholz gleich sortieren und Fixlängen und Gipfel gleich sauber aufzeichnen. Meistens schneiden wir, weil zweites einer reißt oder rückt, und schneiden wir einen an, dann machen wir miteinander und dann den nächsten, weil dann riecht der andere, wenn der andere fertig ist mit dem ersten Baum, fängt der andere schon wieder an, den nächsten herzurichten. Ich komme dann mit dem PM-Truck, gleich Gipfel wegsortieren, Fixlängen, Erdstämme wegsortieren, bis dann letzten Endes nur noch das Langholz im Endeffekt überbleibt. Und das nehme ich halt dann mit dem Kran, lege es entweder in Stammablagen rein oder ich nehme es einfach nur mit dem Seil, tue es zu der Seilen und hau gleich ab damit, wie gesagt, und dann kommt es am Holzbild raus. Streng genommen fährt hier kein Pfandzelt PM-Truck, sondern ein baugleiches Fahrzeug von der Schwestermarke Schlang und Reichart, die ihre Produkte traditionell in Rot lackiert. Der Hersteller bietet die Maschine in 3 Motorisierungen an. Thomas hat sich für das Einstiegsmodell mit 205 PS entschieden.
Schließlich nutzt er den Schlepper nicht für schwere Transport- oder Zapfwellenarbeiten, sondern ausschließlich zum Holzrücken. Hier zählen andere Werte als nur die Motorleistung. Die Maschine ist erstens schon mal, die hat ein Gewicht, das was ich von Haus aus benötigen will hier draußen. Ich kann mit dem Kran arbeiten, ohne dass ich irgendwo ein Problem habe, dass das Gewicht nicht einbringt. Vom Rand aus einer, weißt? Und für mich ist das einfach eine super Maschine und auch die Flexibilität, die ich mit dieser Maschine habe. Ich bin innerhalb von einer Viertelstunde, sage ich mal, von der Baustelle wieder auf der nächsten Baustelle. Ich spanne heute den Rückübung an und auf 2 Minuten, 3 Minuten ist der Rückübung wieder herunter und dann kann ich wieder Langholz machen. Für unsere Lagen oder für unsere strukturierten Wälder in unserer Region ist das einfach tippitoppi. Den PM-Truck gibt es seit 2005. Ursprünglich hat Pfanzelt das Traktorchassis bei Steyr zugekauft und darauf seinen Forstschlepper aufgebaut. Doch das ist lange her. Heute fertigen die Allgäuer ihren Forstschlepper von Grund auf selbst. Angefangen vom massiven Rahmen, über die Hinterachse und das stufenlose Getriebe bis hin zur hochmodernen Fahrerkabine mit drehbarem Sitz. Erst kürzlich konnten wir diese Aufnahmen bei einem Besuch am Firmensitz in Rettenbach drehen. Auch die Kräne für die Rückeanhänger und den PM-Truck entstehen hier komplett in Eigenregie. Thomas hat sich für den 7192 von Schlang & Reichart entschieden. Mit der Reichweite und Hubkraft ist er vollends zufrieden. Der Kran hat Bergkraft und die Reichweite von den 9,20 m ist für unsere Region eigentlich ausreichend. Er muss für uns eigentlich nicht länger sein, weil wir eigentlich unser System haben. Wie gesagt, unsere Bäume fallen alle im Grassenbereich und die Bäume, wo wir wirklich letzten Endes dann wirklich gar nicht mehr erreichen können mit dem Kran, können wir dann mit dem Seil. Und dann werden sie beigeseilt und dann haben wir wieder im Kranbereich und dann können wir es wieder ganz normal mit dem Kran heben, umrichten, zwingen. Den Einsatz der Winde demonstriert uns Thomas im Anschluss. Der hydraulische Seilausstoß macht das Ausziehen zum Kinderspiel. Die beiden Trommeln sind unterschiedlich bestückt. Abhängig vom Einsatz hat man die Wahl zwischen einem robusten Stahl oder einem leichten Kunststoffseil. Wir haben auch relativ viele Straßenbaustellen und auch des Öfteren einmal in Steilhanggebieten. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich da das Dyneema-Seil hernehme, wenn man heute einmal über den Berg rauf muss oder für so Sachen, für so Straßenfällungen, wenn man so Randbäume anhängen muss zum Umseilen, weil halt das Seil einfach wesentlich leichter zum Ziehen ist und zum Handhaben wie das Stahlseil. Und wie gesagt, Stahlseil nehmen wir eigentlich in der Regel her, wenn wir halt irgendwo beiseilen müssen, von links oder von rechts. Und das Dyneema-Seil ist eigentlich nur drin, dass wir, wenn wir halt wirklich einmal steil bergauf müssen, oder halt für so Straßenfällungen, dass du halt einfach auf der Leiter rum, wenn du rum stehst, flexibler bist, dass du halt einfach nicht das Stahlseil, das Gewicht vom Stahlseil die ganze Zeit in der Hand hast. Über die Funkfernsteuerung zieht Thomas das Seil ein. Die Winde erreicht eine maximale Zugkraft von 2 × 8 Tonnen. Je nach Durchmesser passen bis zu 150 Meter Seil auf jede der beiden Trommeln. Hier sind es 90 Meter. Die langen Stämme legt Thomas mit dem Kran in die drehbaren Ablagen am Rückeschild. Im Greifer kann er weiteres Holz mitnehmen. Mit einer großen Ladung macht er sich auf den Weg zum Lagerplatz. Eindrucksvoll demonstriert der PM-Truck hier seine Qualitäten als Rückeschlepper. Aber nur selten geht Thomas mit der Maschine wirklich ans Limit. Also normalerweise nehme ich in der Regel immer 2, 3 Stämme, weil ich einfach auch die Ansicht habe, ich bin lieber 2 Mal öfter unterwegs, bevor da aus der Maschine was fällt. Oder ich muss es einfach nicht tun, weil ich einfach meine Holzhauer in der Regel immer nachkomme. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, habe ich eigentlich auch meine Holzhauer, die das dann wissen und die warten da dann einmal 5 Minuten, dass sie einfach auch wieder einen sauber zusammengeramten Platz haben. Vom drehbaren Fahrersitz hat Thomas das Geschehen perfekt im Blick. Er kann die Maschine in jeder Position fahren. Die Lenkung bedient er über ein Daumenrad am rechten Joystick. Der Unternehmer genießt den Fahrkomfort, verbringt er doch viele Tage in der Kabine des PM-Truck. Ja, es ist von Haus aus schon ganz andere Fahrerei. Mit Hydrostatenmotor im Wald herinnen, wie gesagt, die Daten nicht mehr hergeben. Der Hydrostaten, da gibst du halt einfach Gas und der fährt langsam weg. Und so wie es halt mit normalen landwirtschaftlichen Schlepper ist, da hast du Kupplung vielleicht noch, wenn du der Glückliche bist, vielleicht noch ein stufenloses Getriebe. Aber meistens haben die eigentlich nur Lastschaltung und dann lässt du halt Kupplung aus und dann fährst du halt einfach. Und mit dem PM-Truck, da kannst du halt spielen.
du bist halt viel feinfühliger unterwegs im Wald oder beziehungsweise in den Gassen, wie mit sämtlichsten anderen landwirtschaftlichen Schlepper. Und auch die Geräumigkeiten der Kabine drin, das ist wie ein Wohnzimmer. Das ist einfach so, das muss man sagen und das darf man auch sagen. Und wie gesagt, wenn man halt in einem Faltrad drin gesessen ist, vorher, man hat sicherlich Rückfahreinrichtung, man hat einen Drahtsitz drin, aber bei weitem nicht den Standard, was man in der Maschine drin findet und kriegt. Auch für die Holzfäller ist der PM-Truck ein echter Gamechanger. Bringt die Maschine doch eine spürbare Verbesserung der Arbeitsqualität. Für uns ist es auf alle Fälle angenehmer geworden, weil man mal an Seilen kann schnell, man hat Seil dran. Mit der Solomaschine ist man sehr flexibel, da kann man mal ein wenig weiter hinfahren. Also für uns ist es schon flexibler geworden. Ja, es ist leichter geworden, weil er mit der Solomaschine viel flexibler ist, wie mit dem Rückenwagen und mit dem Kran. Weil du gleich überall anstehst, auch mit dem Wagen. Und der Solo kann da jetzt einfach hinfahren, mit dem Kran, hebt er dann ein paar Mal raus. Ist auch für uns Holzhauer angenehmer zum Arbeiten, weil man nicht andauernd über die ganzen Nest und über das ganze Gestauder drüber laufen muss. Ja, ist für uns ein ganz schönes Arbeiten. Vor allem der Tom macht das aber brutal sauber. Er räumt einen nach dem anderen noch weg. Jetzt haben wir halt auch ein ganz schönes Arbeiten. Profit um jeden Preis? Nicht mit Thomas. Stattdessen legt er Wert auf schonendes Arbeiten. Das Astmaterial legt er in die Rückegasse, um den Waldboden zu schützen. Nachhaltigkeit hat für ihn Priorität und das zahlt sich aus. Meine eigene Philosophie ist eigentlich das, ich möchte nicht noch mehr Arbeit machen, ich möchte eigentlich den Qualitätsstandard, den wir haben, verbessern und auch wieder eigentlich verbessern. Also dass ich sagen kann, wir haben ein Unternehmen oder ich bin jetzt der Unternehmer, der wo genau für seine Sachen zum Home ist und zum Braucher ist. Es gibt viele Unternehmer, die wo, nicht bei uns jetzt im Bereich, die wo relativ viel Schaden anrichten und da bin halt ich oder unser Unternehmen eigentlich das komplette Gegenteil. Ich pack das nicht, ich mag das nicht, ich mag eine saubere Arbeit ablegen und wie gesagt, der Qualitätsstandard, den wir jetzt haben, soll eigentlich immer noch besser werden. Der PM-Truck war eine große Investition, doch die Entscheidung bereut Thomas nicht. Knapp ein Jahr ist er jetzt mit der gut ausgelasteten Maschine unterwegs. Höchste Zeit für ein Resümee. Den PM-Truck haben wir gekriegt Ende April 2024. Haben wir effektiv aktuell Stand vor Weihnachten haben wir ca. 9000 Kubikmeter Holz damit gerückt. Zusätzlich Hackmaterial, ich glaube das waren ca. 3.000 – 4.000 Kubikmeter. Und haben wir jetzt aktuell irgendwo bei 1100 Stunden. Und wie gesagt, die Maschine die läuft und läuft und läuft und wir haben mit der Maschine vollstens zufrieden. Wir haben bis jetzt aktuell noch nichts gehabt, bis auf so Kleinigkeiten wie Terminal ist Touchscreen nicht mehr gegangen. Aber wie gesagt, das ist jetzt für mich eine Nebensache. Ich habe da von der Firma Pflanzelt angerufen, an dem Tag, wie das passiert ist. Und am nächsten Tag um 4 Uhr in der Früh ist dann das neue Terminal vor der Haustüre gelegen und ich habe das eingebaut und es ist wieder weitergegangen. Also von dem her, wir haben bis jetzt wirklich noch nie einen Stillstand gehabt. Außer wir haben eine Pause gemacht. Der PM-Truck ist in vielen Betrieben die Schlüsselmaschine und löst da immer öfters auch landwirtschaftliche Traktoren, die für den Forst umgebaut worden sind, ab. Was der PM-Truck leisten kann, haben wir heute gesehen. Dass er aber auch außerhalb dem Forst in der Landschaftsfürsorge noch viel mehr leisten kann, das seht ihr auf anderen Videos auf unserem Kanal.